Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht's um den Slow Start. Ja, Slow Start, was ist das? Ein weiteres Tricklein aus unserer Trickkiste für die wunderbare Staukontrolle. Das heißt, wir wollen diese Situation hier verhindern, nämlich dass 75% von jeder Seite weggeschmissen werden und am Ende nicht ein Viertel, sondern quasi gar nichts mehr durch unsere Leitung kommt, wegen einem überlasteten Router oder überlastete Schicht 2, irgendwas, was unter Schicht 4 ist halt, das Plebs, so ungefähr. Okay, wir hatten uns letztes Mal angeguckt, was Random Early Detection ist, das heißt ein Frühstauerkennungsverfahren. Wir gucken uns heute aber an, wie man sich an einen Stau rantastet. Das heißt, wie können wir überhaupt feststellen, ob sich jetzt vielleicht demnächst mal ein Stau anbahnt und wie viel dürfen wir überhaupt schicken. Also ich meine hier, wenn der Router gerade mal 50 Megabit die Sekunde hat, wir aber eine Leitung mit 100 Mbit die Sekunde haben, dann ist ja klar, dass irgendwann mal einfach fertig ist. Deswegen müssten wir uns hier langsam rantasten und diese 25 Megabit die Sekunde rausfinden. Und wie finden wir die raus? Naja, das machen wir heute. Und zwar mit dem Slow Start. Ich schreibe den gerade mal kurz hier hin, damit wir auch ungefähr eine Ahnung haben, wo wir uns befinden. So, Slow Start, was ist das? Also, Slow Start, der Name sagt eigentlich schon alles. Wir wollen uns an das Staukontrollfenster rantasten. Das Staukontrollfenster nennen wir ab sofort CWND als Abkürzung. Steht für Congestion Window. Warum Congestion? Das ist Englisch, wer hätte es gedacht? Und das soll bitte groß sein. Congestion steht für... So, jetzt passt es für mich. Congestion steht für Alarm im Darm, Verstopfung, nein, also die Verstopfung auf der Leitung hier, quasi eigentlich Stau. Aber ja, genau, deswegen haben wir ein Congestion Window, also ein Staufenster. Das ist nicht das Flusskontrollfenster, das wir in der TCP Dateneinheit hier haben. Das ist das Flusskontroll- oder auch Empfangsfenster. Das heißt, wie viel Puffer hat der Empfänger? Bei der Staukontrolle geht es allein darum, wie viel verkraftet meine Leitung. Das heißt, habe ich hier 50 Mbit oder habe ich 5000 Mbit die Sekunde, die ich hier verkraften kann. Und das machen wir mit dem Congestion Window. Der Nachteil beim Congestion Window ist natürlich, wir haben keine Ahnung, wie viel denn eigentlich unser Congestion Window beträgt. Unser Empfangsfenster, also wie viel Puffer unser Empfänger hat, das kann uns einfach der Empfänger mitteilen, aber unser Netz, das heißt unsere Router auf dem oder innerhalb des Netzes oder Schicht 2, die sagen uns nicht Bescheid, wie viel Platz sie eigentlich haben, und deswegen brauchen wir dieses wunderbare Staukontrollfenster, das wir uns selbst sozusagen errechnen und erschleichen. Das wird auch tatsächlich pro Verbindung gemacht. Das heißt, wenn ihr mehrere TCP-Verbindungen habt, zum Beispiel eine auf Port 20, eine auf Port 443 und eine auf Port 80, dann wird tatsächlich für jede TCP-Verbindung ein neues Congestion Window berechnet, weil es könnte ja ein anderes Ziel sein. Und bei Verbindungsstart bzw. bei Verlust einer Verbindung setzen wir das Ding wieder zurück auf 1. Also am Anfang ist dieses Congestion Window einfach fest und fix 1. Und ja, wenn ihr Verbindung verliert oder sowas, dann ist es auch wieder 1. So, und was passiert jetzt, wenn wir eine Quittung bekommen? Das heißt, ich schicke irgendwelche Daten, also ich habe ein Congestion Window von 1. Das heißt, mein Fenster sagt mir, du darfst genau eine Dateneinheit schicken. Dann ist Sense, mehr verkraftet das Netz nicht. Das ist einfach am Anfang so festgelegt. Was jetzt passiert, ist Folgendes: Wenn wir eine Quittung erhalten, also die Quittung kommt von unserem Empfänger wieder zurück an den Sender, und wenn wir diese Quittung erhalten, dann sagt unser Fenster, hey, ich habe plötzlich eine Quittung empfangen, also erhöhen wir unser Fenster um genau 1. CWND für die Programmierer, plus, alles für euch. Ihr seid ein cooles Volk, ihr seid das beste Volk sowieso. CWND++. Was soll das jetzt bedeuten? Naja, wir erhöhen das Fenster um genau 1. Das heißt, wir haben jetzt hier ein CWND von 2. Das Ganze ist exponentiell. What the fuck? Warum exponentiell? Ich mache doch hier eine Addition um 1. Das heißt eigentlich alles andere als exponentiell. Jetzt passt mal auf, was passiert. Jetzt ist hier nämlich das Fenster auf 2. Und wenn das Fenster auf 2 ist, dann dürfen wir 2 Dateneinheiten schicken. 1, 2. So, und jetzt bekommen wir auch 2 Quittungen wieder zurück. Eine und noch eine. Und was jetzt passiert ist,
pro eingehende Verbindung oder pro eingehende Quittung wird dieses Fenster um 1 erhöht. Das heißt, es kriegt ein Plus für diese Verbindung hier oder für diese Quittung und für diese Quittung hier. Das heißt, eigentlich steht hier CWND plus gleich 2, weil wir ja 2 Quittungen nicht ganz direkt, aber relativ nah beieinander. Also im Prinzip haben wir hier CWND plus und nochmal C. Warum macht es denn das immer klein? Ich will das eigentlich groß schreiben. CWND, naja gut, dann lassen wir es halt klein. Plus. Das heißt, danach ist mein Congestion Window auf 4. Und danach darf ich dann 4 Dateneinheiten schicken, dann darf ich 8 Dateneinheiten schicken. Nein, Lüge. Doch, nein, Quatsch, was laber ich? Also 8 Dateneinheiten, dann 16, dann 32, dann 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 und dann ist irgendwann mal Sense, weil unser Netz sagt, so und jetzt kann ich nicht mehr. Genau. Und wenn das hier nennt sich Slow Start tatsächlich. Slow, warum Slow? Naja, weil wir unser Fenster einfach initial auf 1 setzen und wir probieren es erstmal mit einer Dateneinheit, kommt die ohne Probleme durch oder wird die schon vielleicht durch Random Early Detection hier weggeworfen und wenn so eine Dateneinheit weggeworfen wird, dann passiert was, dann wird nämlich hier wieder zurückgesetzt, nicht ganz auf 1, werden wir uns noch genauer angucken, das ist erstmal der Grundgedanke vom Slow Start. Und ich darf dann immer so viele Dateneinheiten senden, wie ich hier eben entweder Congestion Window habe, das heißt, das Congestion Window erlaubt mir zum Beispiel 8192 Dateneinheiten auf einmal, das heißt, ich kann 8192 Dateneinheiten maximal auf einmal senden oder, Vorsicht, das hier müssen wir auch noch beachten, das heißt, wenn hier im Empfangsfenster nur 5000 Dateneinheiten stehen, und beim Congestion Window stehen vielleicht 8000, dann dürfen wir trotzdem nur 5000 schicken, weil wir sonst unseren Empfänger überlasten. Das heißt, das gibt mir an, wie arg ich mein Netz überlaste, also meine Verbindung zum Empfänger. Und das Empfangsfenster für die Flusskontrolle gibt mir an, wie schnell ich meinen Empfänger überlasse. Das heißt, ich muss immer das Minimum aus beiden senden. Das heißt, Minimum aus Empfangsfenster, also das für die Flusskontrolle und dem Congestion Window. Also immer, Vorsicht, das Minimum davon, nicht das Maximum, das Minimum, ganz, ganz wichtig. So, und der Grundgedanke, beziehungsweise bei der TCP-Grundversion, es gibt mehrere TCP-Versionen, es wurde ein bisschen verbessert, noch das Ganze wurde eben diese Staukontrolle hier optimiert eigentlich, aber wir fangen langsam an, wenn wir ein Paket verlieren, das heißt, wir nehmen an, dass dieses Paket hier nicht angekommen ist, also eine Quittung bleibt aus, dann gehen wir davon aus, dass wir hier ein Random Early Detection haben, sprich wir sagen, hier ist irgendwas schiefgelaufen, unser Netz kann schon nicht mehr. Was wir dann machen ist, also unser IP nimmt ja automatisch immer die beste Route, das heißt wir nehmen an, dass unser Netz tatsächlich überlastet ist oder die Verbindung, die wir nehmen müssen und dann setzen wir das Congestion Window wieder zurück auf 1. Das heißt, wir fangen wieder von vorne bei unserem Slow Start an. Was natürlich dann wieder dazu führt, wir müssen uns wieder langsam rantasten, wie weit können wir gehen. Irgendwann fallen wir wieder auf die Schnauze, fangen wieder bei 1 an, dann gehen wir wieder hoch und so weiter und so fort. Also eigentlich nicht wirklich eine super Auslastung. Werden wir uns auch noch damit befassen, wie man das vielleicht effizienter machen kann oder wie es auch effizienter gemacht wird. Gut, das war's von meiner Seite für heute schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!